Schwarz und eng, da sind wir wieder in einer sehr, sehr, sehr lange ersehnten Folge zu, Rubber, Schwarz und eng. Den haben wir heute Programm. Und gleich vorab, wir bitten euch, diese Folge in Rubber mit uns zu verbringen und davon auch eine Story zu posten. Genau, wenn ihr jetzt noch nicht euren Rubber anhabt, weil die Überschrift vielleicht nicht, einleuchtend genug war, dann drückt ihr bitte jetzt auf Pause. Ja, Bild ist eingefroren, super, hat funktioniert. Und wenn ihr jetzt noch nicht auf Pause gedrückt habt, drückt ihr jetzt auf Pause und zieht euch Rubber an. Also unbedingt Rubber anhaben, gerne auf Instagram posten, das ist immer mega cool, wenn ihr es macht. Und markiert uns. Und dann klären wir alles weiter jetzt erstmal zu Rubber kaufen. Ich habe Fragen. Tragen, waschen, schneiden, föhnen. Einmal komplett Programm mit Rubber und ab geht's. Schwarz und eng, der schwule Fetisch-Podcast. Mit euren Hosts Markus und Alex. Da sind wir wieder und zwar mit einer Rubber-Folge, wie so viele gewünscht haben von uns. Und wir sitzen hier, in Rubber. Wie soll es anders sein? Wir machen halt mal wieder eine Folge und wir machen weiter. Genau. Auch wenn die Siegessäule in Berlin, die netterweise über uns berichtet haben, sagten, bitte aufhören. Wir machen weiter. Ja, aber man muss dazu sagen, es war auf Seite 6 und ich fand das ganz schön gut. Ich habe es abgefeiert, dass die Siegessäule über uns berichtet hat. Also an dieser Stelle vielen Dank, auch wenn da drüber stand, halt aufhören bitte. Aber egal. Wir machen trotzdem weiter. Wir machen trotzdem weiter. Schwarz und eng, der Podcast. Heute, wie der Name auch verrät, wirklich Schwarz und eng. Alles in Rubber. Genau. Wir haben von euch nämlich auch nach den ersten Folgen ja wirklich viele, viele Fragen bekommen zum Thema, wie ist das eigentlich mit dem Rubber? Wie ist denn dieses Rubber eigentlich? Weil du bist ja auch, ich möchte sagen, du bist ja doch auch sehr auf Rubber spezialisiert, wollte ich gerade sagen, mir fehlte das richtige Wort dafür. Ja. Also eingeschossen, eingenordet, keine Ahnung. Das ist ja doch schon deine Materie und deswegen habe auch ich wahrscheinlich wieder 5000 Fragen, die mir währenddessen kommen werden. Wir haben auch ein paar von euch da draußen aufgeschrieben, die ihr uns eingeschickt habt, die wir jetzt auch definitiv heute behandeln werden. Aber Teaser an dieser Stelle, diese eine Folge wird never ever ausreichen, um alles zu beantworten. Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Vielleicht auch da an dieser Stelle nochmal der Hinweis natürlich, wenn ihr Fragen habt zum Thema Rubber, schickt sie uns gerne einfach rüber. Instagram, ihr kennt das Spiel, schwarzundeng.podcast. Mittlerweile kann ich das auch auswendig. Per Oder E-Mail. E-Mail, ja, wie ist unsere Adresse? moin@schwarzundeng.de. So, auch das funktioniert, dann landet das direkt bei uns in unserem Postfach. Und dann werden wir auch darauf antworten. Und ja, wir antworten da auch selber. Also wir haben jetzt nicht irgendwie. Wir haben keinen Bot. Nein, wir haben keinen Bot. Wir machen das menschlich aus Fleisch selber. So, jetzt haben wir das schon mal geklärt, die ganzen Formalia. Vielleicht einmal grundlegend, du hast gerade sehr viel auch wieder verkauft, aber wie viel Rubber hast du eigentlich zu Hause? Ich habe die Frage befürchtet, muss ich gestehen. Die Frage kommt auch regelmäßig von Followern. Ich habe den Überblick verloren. So ein bisschen den Überblick verloren. Ich habe jetzt neulich wirklich mal aussortiert, weil es kommt leider sehr häufig vor, dass ich Sachen kaufe, einfach nur, weil ich gerade horny bin. Okay, ja. Also der klassische Horny-Kauf, wie es vielleicht jeder von euch kennt, egal bei welchem Fetischthema. Ich bin halt öfters mal in Berlin und dann im Laden, da kommen wir gleich noch zu und dadurch fällt mir da halt immer mal wieder so ein Suit irgendwie zu. Hoppla. Ja, und ich habe jetzt neulich erstmal aussortiert. Ich glaube, ich habe 5, 6, 7 Anzüge verkauft. Ja, ich habe viel gesehen, ja. Viel auf jeden Fall. Und ich freue mich auch für alle, die jetzt einen von mir bekommen haben. By the way, könnt ihr den auch heute Abend einfach anziehen, wenn ihr euch den Podcast anhört. Ja. Ich habe Fullsuits, glaube ich, 6 oder 7 Stück jetzt noch. So viele? Ja. Also ich bin auch, muss man dazu sagen, eher der Fullsuit-Typ tatsächlich. Ja. Ich habe auch 2 Shorties, die trage ich halt fast nie, weil ich einfach dieses Fullsuit-Feeling, das kannst du nicht beschreiben, das ist einfach ein anderes. So, ich muss mir auch noch einkaufen. Aus der Fetischwelt, wenn ich so drüber nachdenke, komme ich halt auch. Also ich fand früher schon so Ganzkörperanzüge irgendwie immer spannend. Egal aus welchem Material, also so einfach Ganzkörper. Ja. Und deswegen ist das auch bei Rubber wohl immer noch so, dass ich immer, egal bei welcher Temperatur, zum Fullsuit greife. Und deswegen sitze ich auch hier und schwitze wie ein Schwein. Weil ich heute natürlich zum Fullsuit griff. Für alle, die per Video zugucken, bei YouTube, ihr habt schon eine Wasserlache verpasst unter mir tatsächlich. Mittlerweile, ich bewege mich jetzt auch einfach nicht mehr. Mach das mal so. Das darf hier gerne in diesem Sofa irgendwie versiechen, das Wasser. Nein, also ich habe
wie du schon siehst, die Proportion zwischen Fullsuits und Shorties ist sehr krass. Ja. Ich habe noch ganz viele Masken, da kann ich dir gerade auch wirklich nicht beantworten, wie viele, weil da stehe ich auch unheimlich drauf in sämtlichen Konfigurationen mit Auge frei, Auge nicht frei, Knebel, nicht Knebel, so alles Mögliche, was man halt so hat. Dann habe ich tatsächlich auch noch so eine Jogginghose aus Rubber und ein T-Shirt und irgendwie eine Leggings und eine kurze Hose und ein Tanktop und ein T-Shirt und alles, was man halt irgendwie mal so braucht für Lebenslagen. Ich bin gedanklich gerade meine ganzen Schränke durchgegangen. Dann kommen natürlich noch so Handschuhe, Accessoires wie so Fesselaccessoires und irgendwie Halsband und keine Ahnung. Also so ein bunter Blumenstrauß und der Platz ist halt einfach voll mittlerweile. Ja gut, hast du zu Hause extra einen Schrank dafür eigentlich? Ja, extra nicht, aber es hat sich halt über Schränke verteilt. Okay. Es wird einfach überall gelagert. Man macht bei dir einen Küchenschrank auf und findet Zubehörteile. Da fällt einem plötzlich ein Plug entgegen dann. Hoppla. Was man halt in der Küche bei Bedarf so braucht. Kennt man, ne? Kennt man die Situation, natürlich. Ja, wie viel hast du denn an Teilen? Ich habe tatsächlich gar nicht so viel. Du bist hier heute aber auch ganz schön mit einer Entourage an schwarzen Tüten. Ja, aber das ist auch alles, was ich habe. Das hängt alles hier hinter mir an der Garderobe. Erzähl mal, was hast du denn alles? Ich habe diesen Shorty, den ich hier trage. Das ist ja mein erstes Stück Rubber. Man muss dazu sagen, mit meiner Codepiece-Klappe. Ja, meine ist einfach nur schwarz. Die liegt irgendwo da hinten, keine Ahnung. Und irgendwie ist es so, ja, nee, wir wollen ja Farbe drauf haben. Und dann war ich, ja gut, dann ich habe nichts mit. Und dann hast du, warte. Dann wühlte er in seiner Tasche und hoppla, da kam was raus. Deswegen mit weißen Streifen heute powered by Markus. Genau, den habe ich. Ich habe dann noch, hatte ich auch schon mal hier in der Folge, den Shorty mit den Trägern. Das ist perfekt auch für den Sommer. Geil. Weil, liebe ich auch tatsächlich. Und wenn man so leicht definierte Brust hat, dann sieht man sofort sportlich aus. Kommt man so leicht an die Nippel auch. Ja. Ach, habe ich das gerade wirklich gesagt. Aber das passiert immer, dass dann der Träger wegrutscht, dann guckt so ein Nippel raus. Also das passiert da auch sehr gern. Und ich habe tatsächlich auch noch nie getragen, so ein Poloshirt. Das sieht wirklich... Wie noch nie getragen? Also nein, noch nie in der Öffentlichkeit getragen, zu Hause schon. So. Aber, weil da ist das Problem... Da kommst du nie mehr raus. A, kommt man nie mehr raus und B, ich habe dazu keine Hose. Ich habe den Fehler gemacht. Ja. Auch das war ein Horny-Kauf. Ich habe es gesehen, das hat jemand auf Instagram verkauft als gebraucht und ich war ganz schön horny und dachte so, oh, geil, ja, nehme ich sofort. Hier, zack, PayPal, Geld rüber. Und dann kam das an, ich habe es angezogen und dachte auch mal, ja, ziehst du zu schwarz und eng an. Und dann merkte ich so, aber mit welcher Hose? Also brauche ich jetzt noch eine Rubberhose, die entsprechend Wir starten dazu hier passt. jetzt mal einen Aufruf an alle, die eine schöne, kurze Rubberhose oder eine lange Rubberhose loswerden möchten und hier den lieben Alex ausstatten möchten. Hat das Poloshirt irgendwelche Farben oder rein schwarz? Es ist schwarz. Oh, hat das, glaube ich, roten Kragen? Warte, du erzählst weiter. Wenn es jetzt hier gleich clear macht. Wenn wir bei den Farben schon sind. Tatsächlich, Rot steht ja auch für was, ne? Fisten. Ich weiß nicht, ob du da unterwegs bist. Ja. Hier kommt aus dem Off gerade kommt ein Ja oder Nein? Ja, nee, nee? Okay, wissen wir nicht. Egal. Aber die Farben haben ja auch durchaus eine Bedeutung. Ich glaube, weiß, ich kenne den Henki-Code, heißt das, nicht so gut, aber ich glaube, weiß ist Sperma, ich bin mir nicht sicher. Finde ich tendenziell gut. Ist bei dir erstmal nicht schlimm so. Rotes Fisten und dann wird es bei mir auch in den Farben auch echt schon dünn. Also ich kaufe das halt immer nur, gelb ist Pisse, stimmt. Ja. Und braun ist, naja, brauchen wir nicht drüber reden. Und ist orange nicht alles? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Orange ist so Multi-Kingster-mäßig. Ich persönlich für mich kaufe Rubber, weil es mir gefällt und weil ich es halt modisch finde, vielleicht mit einem Farbakzent, so wie dieses wunderschöne Poloshirt, diese tolle Verkaufsveranstaltung, die wir gerade machen. Es fühlt sich an wie QVC. Rufen Sie jetzt bei 0800 5 mal die 5 an und kriegen Sie dieses Poloshirt. Es sind nur noch 5 Stück vorhanden. Ne? Also, für eine 19,99. Also tatsächlich tolles Shirt. Habe ich gekauft. Man kommt halbwegs gut rein. Ich dachte, ich habe es alleine angezogen zu Hause. Respekt. Mein Kopf war hier in der Mitte und ich dachte kurz... Bist du erstickt? Ja, und der Kopfkino ging dann los. Ich stand da im Bad und dachte so, fuck, was ist, wenn ich jetzt nicht mehr da rauskomme, ersticke und dann werde ich erst 2 Tage später von meinem Mann gefunden, der nicht zu Hause war und dann findet er mich erstickt von einem Rubber-Shirt. Und dann habe ich ganz schnell weitergemacht, Augen zu und durch und dann war ich noch mehr horny und dann, dann kam ich da nicht mehr raus. Und das war dann echt richtig beschissen. Aber gut. Da gehört Übung dazu. Auf jeden Fall, ja. Es hat roten Kragen. Also wenn jemand eine Hose hat mit was dazu passt, entweder ein ganz schwarz oder mit einem leichten roten Touch, dann bitte meldet euch bei dem King Guy HH. Er möchte eine Hose kaufen. So, ich kaufe eine Hose. Wolle Hose kaufen. So, jetzt habe ich... jetzt hast du hier Rubber...
so irgendwo dekotechnisch hin, egal. So, perfekt. Ja, das war jetzt auch tatsächlich vor allen Dingen vorteilhaft für die uns per Video gucken. Ja, das war der Werbeblock. Alle mit nur Audio sahen jetzt dieses wunderschöne Poloshirt leider nicht. Da habt ihr gerade die besten 5 Minuten eures Lebens verpasst. Das ist aktuell, genau, das ist die Frage, wie viel Rubber haben wir zu Hause? Wir haben schon wieder viel zu lange geredet für diese eine kurze Frage. Wir haben da ganz viele Notizen weitermachen, dann haben wir wieder 2 Stunden Folge hier, ey. Okay, zack, so, jetzt hier, bam. Wir hauen durch. Jetzt ist ja die Frage, wo kaufe ich eigentlich? Ich kann ja von mir mal kurz sagen, ich habe jetzt das T-Shirt gut gebraucht gekauft, ja. Es ist aber von Blackstyle. Da ich den Shorty und auch meinen anderen Shorty auch von Blackstyle habe, war für mich irgendwie klar, okay, ich bin mit der Qualität sehr zufrieden. Ich habe keine große Ahnung davon, aber es fühlt sich gut an, es passt gut am Körper. Das wird schon passen. Also da bin ich relativ stumpf. Vielleicht kennt man die Größe sogar schon beim gleichen Hersteller, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Größe auch passt. Und das war so ein bisschen das, warum ich jetzt auch gesagt habe, gebraucht ist von Blackstyle, kaufe ich dort. Wie ist das bei dir und welche Hersteller gibt es eigentlich noch? Ich habe da ja tatsächlich jetzt nicht so richtig einen Überblick. Gibt ein paar Hersteller. Ja, ein paar mehr, ne? Also vielleicht erstmal das Thema Gebrauch tatsächlich. Ich finde das total cool. Also A, es ist irgendwie nachhaltig und B, findet man es auch manchmal ja geil, wenn man denjenigen kennt, wo man es herkauft, dass man von dem die Gear trägt. Da zähle ich mich auch dazu. Ja. Also da ist ja Kopfkino da. Also gebraucht ist definitiv ein gutes Mittel. Da zum Beispiel bei Instagram einfach verkaufen häufiger mal Leute was, ich auch manchmal. Oder bei Second Skin, das ist ein Online-Portal. Angemeldet. Genau, das ist wirklich ein Portal, das sich nur um gebrauchte Gear kümmert. Das finde ich auch sehr gut, den Ansatz. Ja. Und ganz manchmal hat man Glück bei Kleinanzeigen, ehemals eBay-Kleinanzeigen, allerdings sind die nicht so offen für Fetischware. Das muss man echt, also hatte ich schon ein paar Mal Glück tatsächlich. Ja. Da muss man halt nach den Buzzwords suchen oder nach den Herstellernamen, um da wirklich was zu finden. Also findest du mit dem Wort Latex-Ganzanzug, findest du da nichts. Ja. Da musst du wirklich irgendwie nach, keine Ahnung, wir hatten es schon gerade mit Blackstyle, wenn du nach dem Wort Blackstyle dort suchst, von der Marke gibt es halt nichts anderes, dann würdest du halt im Zweifel einfach Sachen von Blackstyle finden, wenn jemand sich getraut hat. Ansonsten, Gebrauch kaufen, bitte fragt unbedingt nach, wie alt das Zeug ist. Rubber hat eine Halbwertszeit von, wenn man es gut pflegt, maximal 10 Jahren. Ach, okay, dann lösen sich, das Material wird irgendwann spröde und total weich und dann lösen sich die Nähte und wenn das jetzt irgendwie ein Jahr alt ist und nicht oft getragen wurde, lasst euch Bilder machen, fragt, ob es irgendwelche Nähte gibt, die schon mal geklebt wurden. Wenn das alles fein ist, dann kann man da erstmal nichts falsch machen mit dem Gebrauchkauf für einen fairen Preis. Ansonsten wäre ich da grundsätzlich immer vorsichtig, weil einfach Rubber halt, je nachdem wer das vorher getragen hat, ob er es vielleicht zu klein gekauft hat auch, vielleicht irgendwelche Nähte schon beansprucht waren. Ja. Wenn du es neu kaufst, hast du halt, gerade wenn du es in einem Store zum Beispiel kaufst, immer dann die Chance, dass du mit denen halt so garantietechnisch in Diskussion trittst. Ja. Wo wir bei den Herstellern sind, in Deutschland gibt es nicht so viele, also es gibt in Berlin, das ist mein Hauptladen, wo ich ausgehe, weil ich einfach oft in Berlin bin, Blackstyle, von daher lieben Gruß an alle Blackstyle-Mitarbeiter, die mich kennen und mich mittlerweile persönlich begrüßen, wenn ich in den Laden reinkomme. Ja. Den Laden gibt es, da gibt es eine riesengroße Auswahl, was du vor Ort anprobieren kannst an verschiedenen Größen, Formen, Farben, Farben eher nicht, schwarz halt meistens, aber Formen, verschiedenen Konfigurationen, kommen wir gleich zu, mit Zippern, wo auch immer. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr in Berlin seid und Rubber wollt, geht in den Laden, ihr könnt es dort anprobieren, ihr habt dort kompetentes Personal, das euch beim Anprobieren auch gerne hilft. Ja. Ihr seid da nicht alleine. Okay. Ansonsten gibt es noch Regulation in London. Die finde ich auch ziemlich großartig, weil die echt coole Designs haben, dann auch mit Farben. Da muss man nur darauf achten, wenn man dort online bestellt, dass man halt Zoll bezahlen muss wegen dem tollen Brexit. Ach ja. Habe ich schon sehr viel Geld beim Zoll gelassen. Ja. Genau, die machen aber tatsächlich ein paar so, anders als Blackstyle, die sehr viel klassische Sachen machen, macht Regulation eher so modische Sachen. Also auch mal Jogginghosen zum Beispiel, T-Shirts, Poloshirts auch mal und Anzüge halt auch mit Farbklecksen irgendwie. So, das ist ganz cool. Genau, und ansonsten gibt es noch die klassischen China-Hersteller, wie King Projects heißen die. Muss man wissen, was man davon hält. Ich bin da kein Freund von. Okay, ich habe da von vielen Freunden halt oft gehört, dass dann, wenn was kaputt geht, man halt einen riesen Geschiss hat mit Reparatur, das dorthin zu schicken, macht nach China keinen Sinn. Ja, das ist wahr. Und du wartest halt auch einfach wirklich ein halbes Jahr teilweise drauf. Du musst doch Zoll bezahlen, natürlich auch noch on top. Es ist dafür deutlich günstiger. Ja. Also ich will das nicht schlecht reden, weil für viele ist es ein guter Einstieg, einfach mal was Günstiges zu haben. Die machen das oft auch auf Maß relativ günstig und dann hat man halt einfach mal einen guten Einstieg und wenn es dann kaputt geht, mein Gott, dann ist zwar erstmal kurz Weltuntergang, aber dann hat man ein bisschen Erfahrung mit dem Material auch einfach mal gehabt. Ja, genau. Ja, klar.
Aber ansonsten gibt es, glaube ich, genug Möglichkeiten gebraucht in den Läden in Berlin. Wenn man mal in London ist, sind ja auch vielleicht viele von uns mal einfach den Regulation Store anzuschauen. Der ist wirklich toll, der Laden. Die haben auch eine gute Auswahl in London im Laden. Ja. Und ansonsten, was ich noch vergessen habe, in Dortmund, korrigiert mich sonst gerne bitte, in Dortmund ist noch der Laden Vast, V-A-S-T. Die haben tatsächlich auch eigenes Rubber, glaube ich. Die reparieren auch Rubber tatsächlich. Das kann man auch hinschicken von verschiedenen Marken, soweit ich weiß. Unter Vorbehalt natürlich auch, aber habe ich schon gehört von. Ja. Und die chlorieren tatsächlich auch Rubber. Viele fragen sich, was Chlorieren ist. Das ist der einzige Hersteller in Deutschland, der auch chloriert. Also okay. auch Drittware. Chlorieren ist eine chemische Behandlung von Rubber, dass das Rubber nicht so stumpf und klebrig ist, wenn es kein Öl und kein Puder hat, sondern wirklich glatte Oberflächen hat auf beiden Seiten. Das heißt, du kannst quasi komplett ohne Öl und ohne Puder kannst du reinsliden. So. Wirklich? Ja, wirklich. Es hat aber halt den Nachteil, und das wissen viele nicht, dass das Öl nicht mehr drauf hält. Ach so, weil es quasi einfach abperlt. Es perlt ab quasi, genau. Du kannst das Öl zwar drauf schmieren, aber sobald du irgendwo dran stößt, ist es sofort wieder matt. Ja. Und was auch ein Nachteil ist von Chlorierung, du kannst es nicht mehr reparieren. Durch die Behandlung der Oberfläche klebt der Latexkleber auch nicht mehr zum Reparieren von kaputten Stellen. Also nur sehr umständlich. Von daher, es hat seine Vorteile, ist zum Beispiel ganz geil, wenn man einen chlorierten Suit hat für zu Hause, weil du halt zu Hause nicht die Möbel mit Öl und mit Puder vollmachst. Ja. So. Aber ich habe mittlerweile kein chloriertes Rubber mehr. Okay. Ich hatte es mal, weil die Idee war geil, aber... Spannend. Guck mal, habe ich mich gar nicht mit beschäftigt. Für mich war einfach so, Rubber ist einfach schwarz, ist Gummi, es glänzt, Ende. So, und so bin ich da rangegangen und habe einfach gekauft und tatsächlich auch bei Blackstyle, ich habe einfach online bestellt, auch so ohne anprobieren. Ich saß halt mit dem Maßband kurz zu Hause und war so, ja, wird schon passen. Weil ich auch dann dachte, ja gut, jetzt bist du auch nicht in Berlin und aber du willst trotzdem irgendwie, es war halt so ein Horny-Kauf. Und dann habe ich einfach bestellt und dachte, ja, wird schon passen. Und tatsächlich, ja, passt auch gut. Vielleicht mittlerweile ein bisschen am Bauchumfang. Der ist online bestellt? Der ist online bestellt. Ja, dafür sitzt er wirklich, ganz ehrlich, 1A. Ist doch gut, oder? Also selbst an den Ärmeln, das ist immer das Schwierige von den Stangengrößen. Aber ey, Bombe. Das Einzige, was ich bei dem so ein bisschen habe, also ich merke halt tatsächlich gerade hier so im Achselbereich und an den Ärmeln, da zieht das ein bisschen und ich habe die typischen Schwangerschaftsstreifen. Der ist super. Ist gut? Ja, wirklich super. Schön feucht, ne? Ja, guck mal auf meinen Sitz unter mich, bitte. Ja, du läufst da aus. Nicht auf. Ja. Aber dann auch beim Thema Rubber, welche Materialstärke nehme ich eigentlich? Das ist ja eine Frage, also ich habe tatsächlich den hier genommen. Das ist ein 06er. Siehst du sofort, ne? Ja. Ich hätte jetzt überlegen müssen, welche Material das sehe ich anhand, wie die Falten geschlagen werden, tatsächlich am Material. Ich habe auch einen 06er an. Natürlich, sehe ich sofort. Beste Wahl. Nein, also es ist Philosophie-Thema. Ja. Ich kann den Fakt nicht wegdiskutieren, dass ein 035er Anzug, wie in Blackstyle auch gerne verkauft oder andere Marken, dass das unheimlich hot aussieht, weil der sich halt wirklich jeder Falte am Körper anliegt. Wenn der wirklich eng anliegt, 035er, sieht das so unfassbar geil aus. Gerade wenn du irgendwie ein bisschen definierten Körper hast, was auch immer, dann sieht das total geil aus. Ich habe aber schon 2 035er mittlerweile geschrottet, weil das halt so dünn ist, dass du halt beim Anziehen, auch wenn du die Fingernägel frisch geschnitten hast, du wirst irgendwo zu tief reingreifen und bums hast du halt irgendwie... Ich hatte neulich einen angezogen, für alle, die uns zugucken, ich habe den hier am Bein hochgezogen, hatte so einen ganzen Lappen Rubber in der Hand. Wirklich? Ja, wirklich. Das tut doch weh, da ist oder? Auch der Abend dann erstmal gelaufen tatsächlich, wenn man dann so einen 400-Euro-Anzug kaputt macht. Ja. Von daher, ich persönlich bin bei 06 für alles. Es fühlt sich vom Tragen her angenehm an, es ist ein bisschen... hält ein bisschen mehr aus einfach, auch mal so ein Bein hochzuziehen oder ein bisschen ruppiger. Klar kann es auch kaputt gehen, aber 06 kann man auch gut kleben. Ja. Kleben lassen. Dann gibt es noch 09, 1,2, also 1,2 mm oder 09. Das ist dann wiederum schon gerade ab 09 ein Tragegefühl von so einer sehr deutlichen Enge. Dann schneidet es halt auch wirklich gerne mal irgendwo an den Armen ein, wenn du dich bewegst, weil es halt einfach so dick ist, das Material, und dann wird auch das Bewegen schwieriger. Also je nachdem, wie viel Spaß man damit haben möchte, wird es dann wieder schon schwieriger, flexibel sich zu bewegen. Also ich bin bei 06 gelandet. Regulation in London macht halt 05. Die haben sich halt mal für 05 entschieden, was auch noch in Ordnung ist. Ja. Ich sag mal 05, 06, je nach Hersteller ist so das goldene Mittelmaß, bei dem ich gelandet bin. Ist so deine Empfehlung? Auch nur empfehlen, ja tatsächlich.
Okay, spannend. Also, weil als ich bestellt habe, auch gar nicht irgendwie groß drauf geachtet, sondern einfach gedacht, ja gut, nehme ich mal das, was ein bisschen dicker ist, das wird dann wohl ein bisschen mehr aushalten können. Ist tatsächlich wirklich so. Also, eine Naht wird immer mal reißen, aber 0,6 an sich hält schon echt was aus. Ja. Ach, guck mal, schon wieder was gelernt. Ne? Was haben wir hier noch? Wir haben drauf genau. Chlorierung oder ohne, das hattest du schon erklärt. Tatsächlich wusste ich jetzt noch so gar nicht, was dahinter steckt. Spannend. Vielleicht könnt ihr auch mal schreiben, wenn ihr Rubber zu Hause habt, was habt ihr? Seid ihr eher Team Chlorierung oder nicht? Spannend zu wissen. Ja, wäre vielleicht mal so eine Art Marktforschung unter allen Menschen, die uns gerade hören. Also verratet uns das gerne mal. Das finde ich jetzt spontan mal irgendwie ganz interessant, wieso da der Markt gerade aufgestellt ist. Genau, Thema Lackmaterial steht hier einfach noch drin auf unserer Liste. Völlig falsche Reihenfolge, aber ich egal. Sagen, du hast einfach Dinge, du hast noch kurz vor der Folge gesagt, ich kopiere mal kurz was zusammen und ich gehe einfach gerade diese Liste durch. Ja, das geht jetzt auf mein Bier. Ja. Egal. Tatsächlich, worauf willst du hinaus? Ich habe es jetzt schon häufiger mal gesehen, dass gerade Menschen, die frisch in der Fetischszene sind, die ersten Erfahrungen machen, dann irgendwie so schreiben, ich habe einen Rubberanzug gekauft. Und es gibt aber leider tatsächlich häufiger mal im Netz, gerade irgendwie so bei Amazon und sonst wo auch, so Rubberanzüge, die aber halt kein Gummi sind, also Latex, sondern aus dem Lackmaterial. Das ist so klassisch, wie man es halt von Lackstiefeln kennt. Ja. Das ist so ein Plastik, so ein künstliches Material. Ich kenne den Unterschied, wenn ich es auf dem Bild sehe, auch schon, andere vielleicht nicht, aber es fühlt sich von innen halt nicht an wie Gummi. Es riecht auch nicht nach Gummi, sondern es riecht nach Plastik. Es ist deutlich dünner und das ist halt einfach nix. Okay. So, da muss man wirklich aufpassen. Also so ein Lack-Ganzanzug, wenn man ihn unbedingt kaufen möchte, weil man da drauf steht, ist das alles fein. Ja. Aber das ist kein Rubber und es ist auch kein Latex und das ist im Zweifel auch einfach nur Verarsche für die sich nicht auskennen, dass man da so einen Rubber-Ganzanzug kauft und irgendwo im Kleingedruckten steht Lack. Also wenn ihr das Wort Lack lest, lasst bitte die Finger davon. Außer man möchte Lack haben. Außer man möchte Lack haben, dann lasst die Finger bitte nicht davon. Ja, okay, gut. Das ist gut zu wissen. Also gerade für Anfänger da draußen ein wichtiger Hinweis. Ja. Ne? Ich hatte jetzt gesagt, ich habe bei Blackstyle online bestellt. Anprobieren hätte mir wahrscheinlich auch viele Fragen einfach genommen, weil man hat ja auch, das ist ja auch dann gerade bei so Horny-Käufen schwierig, man hat ja auch Wartezeit, weil die Dinger werden ja wirklich produziert. Wie machst du das? Du sagst, du bist ja auch gerne in Berlin dann unterwegs mit dem Einkaufen. Du sagst anprobieren, da jetzt mal die Frage, weil ich halt so eine Anprobieren mitgemacht habe, wie läuft das da eigentlich ab? Also für alle, die jetzt auch sagen, Bock auf Rubber und Bock auf Anprobieren, aber wie läuft das ab? Also Punkt 1, Anprobieren und vor Ort hilft nicht vor Horny-Käufen, das kann ich bestätigen. Das beschleunigt das Ganze nur nochmal, weil man es dann ja an sich fühlt und sieht. Das ist eher so ein Brandbeschleuniger. Nein, also man kann zum Beispiel in Berlin bei Blackstyle kann man wirklich vor Ort wunderbar die Sachen anprobieren. Das ist alles gepudert dort. Man kann sich auch mit Puder noch mehr einpudern und die Mitarbeiter helfen auch wirklich gerne vor Ort und zeigen auch, ob es passt von der Größe. Die haben verschiedene Konfektionsgrößen da vor Ort tatsächlich. Ja. Und wenn mal wirklich nicht die passende Größe dabei ist, dann würden sie halt im Zweifel einfach die anfertigen. Dann dauert es aber halt ein paar Wochen. Ja. Ansonsten, wenn der passt und man sich wohlfühlt, dann kann man den auch wirklich einfach vor Ort mitnehmen. Krass, sowohl bei Regulation in London als auch bei Blackstyle in Berlin und auch bei Wast in Dortmund, die Läden, die ich halt eben persönlich kenne, kann man das einfach alles direkt mitnehmen. So, das ist echt ziemlich cool. Viele machen das natürlich in Berlin ganz gerne an den Wochenenden, wo große Events sind, dass man halt mal schnell noch einkaufen geht, für abends gleich noch irgendwie beim Rubber Lab. Viele müssen dann ja auch Rubber einfach tragen, natürlich, um ins Lab reinzukommen. Dann habe ich auch schon mit den Blackstyle-Mitarbeitern ganz oft gesprochen, die meinen so, ganz ehrlich, an den Wochenenden mit Events sind so viele Leute da, die jetzt noch Last Minute was kaufen, damit sie in die Event-Location reinkommen. Ja, klar. Wegen Dresscode. Genau, also von daher kann man anprobieren, es wird einem geholfen, sie werden geholfen. Cool, okay. Genau, und kannst auch einfach gleich mitnehmen. Deswegen sind bei mir da auch schon die ein oder anderen Horny-Käufe entstanden. Ne? Auch wenn es vielleicht nicht ganz perfekt gepasst hat. Ja gut, dann werde ich da wohl auch mal vorbeischauen müssen. Ja, also ich glaube, aus der Erzählung macht das ja doch Sinn, mal vorbeizuschauen und wirklich auch mal, also gerade das Thema Beratung ist ja wirklich etwas, was ja auch wichtig ist, dass man ein Produkt kauft, man lässt ja auch dann 1-2 Euros da und dann kann man ja auch definitiv sagen, man nimmt die Beratung mal mit und auch wirklich den Service, der dazugehört am Ende. Ja, auf jeden Fall. Und die sind alles super nett da. Also man muss da wirklich keine Berührungsängste haben. Die sind total nett und die helfen einfach wirklich nur gerne. Ja. So, von daher lieben Gruß auch nochmal. Grüße gehen raus. Jetzt ist es ja so, wie ist das mit Rubber nach Maß produzieren?
oder nicht? Also das ist jetzt ja quasi der weitere Punkt. Also wie sehr muss man Rubber individualisieren, damit er wirklich gut passt? Das kommt ganz auf deinen Körperbau an und was du für einen Anspruch hast. Also es gibt bei den Stores gibt's Konfektionsgrößen von XS, XXS bis XL, LXL, was auch immer. Ja. Und da kann man schon auch Glück haben, dass einfach was passt, so wie bei dir jetzt, so von der Stange quasi. Natürlich kann man auf Maß auch was produzieren lassen. Die Frage ist halt, ob man jetzt den Anspruch hat, dass wirklich jede Falte an dem Rubber perfekt am Körper sitzt. Weil dann wird es halt teurer. Ist klar. So. Oder man einfach Glück hat, dass man einen Standardkörper hat, der halt zu einer Konfektionsgröße zu 98% passt. Ja. Bei mir passt jetzt halt zum Glück, für die zugucken können, eine Standardgröße passt ganz gut bei mir. Das einzige Manko an den Ärmeln schlägt halt 1 oder 2 Falten. Mein Gott, dafür zahle ich aber halt jetzt nicht irgendwie 20%, 30% nochmal mehr für eine Maßanfertigung, nur damit der Ärmel jetzt vielleicht die eine Falte weniger schlägt. Ja. So, deswegen einfach Größen durchprobieren im Zweifel und gucken, was halt einfach passt. Es gibt gerade bei Blackstyle zum Beispiel gibt es auch nochmal lange Größen und kurze Größen für die größeren und kleineren unter uns. Und was auch wild ist, da passt da bitte auf, wenn ihr online bestellen solltet, die Rubbergrößen, dadurch, dass es ja hauteng ist, sind ganz stark abweichend von den Konfektionsgrößen, die ihr vielleicht in einem T-Shirt anhabt. Das habe ich auch gemerkt, ja. Also wenn du in einem T-Shirt, ich trage in T-Shirts grundsätzlich eine L, ich trage bei Blackstyle eine XXS Long. Krass. Nur mal so zum... Ne? Okay, krass. Zum Vergleichen. Also niemals an den Größen orientieren, die ihr bei den normalen Klamotten habt. Ja. Das kannst du nicht vergleichen. Aber da gibt es tatsächlich online, also für alle, die Standardgrößen kaufen wollen, bei Blackstyle auch so eine Passtabelle, so eine Maßtabelle. Einfach mal abmessen. Genau, mit dem Maßband vom Computer stehen, funktioniert. Hat bei mir auch funktioniert. Also einmal so Umfang und so messen und Längen messen, das funktioniert definitiv. Wir hatten ja schon das kurz angerissen. Thema Konfiguration. Es gibt ja alle möglichen Konfigurationen von so einem Rubber und das ist ja egal, ob es jetzt ein Fullsuit, ein Shorty, T-Shirt und Co. ist. Es geht um farbliche Applikationen irgendwie dran. Es geht um Reißverschlüsse, Positionen von Reißverschlüssen. Ja. Es geht um Codpiece, ja, nein. Es geht um eingeklebte Cockringe. So. Ja, man hatte vielleicht schon 1, 2 Gläser Sekt. Das macht es auch nicht einfacher hier. So. Gib mir mal dein Glas, ich mach das mal für dich. Nein, nee, schon mir ich bin leer. Böse. Also diese Möglichkeiten gibt es ja. Ja. Das ganze Ding wirklich zu individualisieren. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich zum Beispiel bei dem hier den Reißverschluss vorne und habe hinten noch einen Reißverschluss. Vorne habe ich einen Cockring drin. Aha. Und dann ein Codpiece davor. So, das ist jetzt diese Konfiguration. Habe ich angeklickt, ausgewählt, zack, bumm, in den Warenkorb, gewartet und dann kam der irgendwann. Was ist denn deine Empfehlung? Weil du hast ja doch 1, 2 Rubberteile mehr. Gerade so Thema Reißverschlüsse. Ja. Was würdest du empfehlen oder was ist für dich persönlich der beste Tragekomfort vielleicht auch? Also ich habe von allem ein bisschen was. Ja. Ich kann mittlerweile auch, je nachdem für was man das Zeug einsetzt, quasi am Ende des Tages Empfehlungen abgeben tatsächlich. Also am schönsten sind natürlich die Anzüge rein optisch, die jetzt nicht so wie meine, den ich heute anhabe, für die zugucken, in der Front keinen Zipper haben, weil der halt einfach im Bild stört. Ja. So, diese Anzüge sind an sich aber wiederum ganz praktisch, wenn man halt sexuell etwas aktiver wird, weil man natürlich auch im Schritt unten einfach weiter das Ganze aufmachen kann. Ja. So, das empfehlen auch die Mitarbeiter vor Ort, wenn man das kauft. Dann gibt es halt Anzüge, die meine Empfehlung tatsächlich auch für Tragekomfort, die Zipper oben an der Schulter haben, gerade bei den Ganzanzügen. Das ist super angenehm zu tragen, weil du halt komplett über den Oberkörper keinen Zipper hast. Ja. Und diese Zipper sind ja immer irgendwie bewegungseinschränkend, vorne nach hinten, nach rechts, nach links. Die sind am bequemsten zu tragen und dann ist halt die Frage, was man optisch möchte, entweder mit Codpiece unten und mit einem Zipper am Popo zum Beispiel oder mit einem durchgehenden Zipper nur unten, ab dem Bauchnabel quasi bis zum Steiß hinten. Ist optisch ähnlich, ist halt Geschmackssache am Ende des Tages. Und so pragmatischer für gewisse Situationen. Genau. Der Codpiece, muss man nur dazu sagen, so schön auch ist, je nachdem, wie viel Action man haben möchte im hinteren Bereich, ist der Codpiece halt einschränkend, weil man hat natürlich den Zipper dann nur ab dem mittleren Teil unten nach dem Zipper Richtung Po machen kann. Und dadurch
ist man halt vielleicht etwas bewegungseingeschränkt dann in gewissen Teilbereichen. Das hält halt mehr zusammen. Hält halt mehr zusammen, so. Genau. Falls ihr versteht, was wir meinen. Also tatsächlich, je nach Anforderung, also wenn man jetzt irgendwie ein Top ist und schnell an seinen Schwanz dran möchte, ohne dass man sich mit dem Zipper die Haut einklemmt, dann macht ein Codepiece halt einfach mehr Sinn. Und vielleicht noch einen Cockring drunter einkleben, damit es irgendwie nicht so einschneidet, das Material. Wenn man jetzt ein totaler Bottom ist, wovon hier keiner anwesend ist, dann macht vielleicht auch mal so ein Anzug mit ganz viel Zippern Sinn und keinem Codepiece, wie ich zufällig vielleicht gerade einen anhab. Das ist aber purer Zufall gerade. Okay, ja. Ja, also von daher, Codepiece ist schön und gut, sieht geil aus, gerade wenn man da vielleicht noch farbliche Applikationen noch, so wie du jetzt mit meinem Codepiece haben kannst, mit dem weißen Streifen, aber es kann halt im Zweifel auch einfach die Bewegung einschränken da unten, wenn man da irgendwie in der Sling liegt zum Beispiel. Aber wie ist das jetzt, du hast gesagt, Zipper quasi an den Schultern. Ja. Wie ist das mit dem Anziehen? Das muss doch dann ja, das ist ein Abenteuer. Wollte ich gerade sagen, das muss ja viel, viel anstrengender sein, als wenn ich quasi eigentlich erst den Unterteil anziehe und dann oben wie in eine Jacke reinsteige, weil ich muss ja alles quasi von oben besteigen. Komplett von oben rein. Das ist halt einfach viel Öl, was du da brauchst. Ja. Am besten die Beine so ein bisschen einreiben und auch in den Anzug einfach mal reinspritzen. Ja. Also Öl. Öl, natürlich nur Öl. Und dann tatsächlich ist das auch einfach Geduld. Also immer wieder so ein Stückchen hoch und irgendwann, wenn du über die Taille bist, wird es einfacher. Ja. Aber es ist schon anstrengend. Deutlich anstrengender als mit einem Frontzipper, klar. Aber der Tragekomfort, glaub es mir, es sind Welten. Okay. Also ich würde niemals mehr, wenn ich einen gut sitzenden Anzug haben möchte, den ohne Schulterzipper kaufen. Ja. Das ist wirklich für mich the one and only. Und es ist optisch auch einfach schöner. Weil die an der Schulter oben sieht man sie halt einfach nicht. Ja, das ist auch wahr. Wenn du vor einem stehst. Klar. Ja, gut, das heißt, wenn ich mir was kaufen werde ich deine Worte hören und werde wahrscheinlich das mal versuchen. Ich bitte darum. Und werde berichten. Eieieiei. Apropos Schulter. Ja. Er sitzt hier rum wie die letzte Hafen, oder? Oh, das ist nicht shiny, ne? Nee, wie läufst du rum hier schon wieder? Ich habe ja mal was vorbereitet. Es musste schnell gehen. Ich spritze, für alle, die nicht zugucken, ich habe Alex gerade mal kurz eingespritzt und mache hier mal shiny. Mach, dass es glänzt. Es sieht doch viel besser aus jetzt. Ja, es musste schnell gehen. Es war einfach so, ja komm, jetzt zieh dir Rubber an, wir machen eine Aufnahme. Ja, aber Moment, hast du das denn komplett matt quasi gelagert? Naja, also gut, ja, Zeit, ja. Ich habe beim letzten Mal es vielleicht dann einfach kurz in der Dusche ausgezogen, dann einfach nur abgespült und ich hatte einfach keine Zeit. Ja, schon ein paar Wochen her. Ja. Wie ja? Dann ist es getrocknet und dann habe ich es einfach nur aufgehangen und jetzt guck mich nicht so an. Naja, es ist dein Geld, am Ende musst du es neu kaufen, wenn es kaputt ist. Aber wie ist also mit der Lagerung? Also bei mir lagert alles, ich habe mir extra tatsächlich so schwarze Plastikbeutel, die ich drüber ziehe. Ja, erstmal gut. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das staubt nicht ein, ne? Sondern ist es geschützt. Das hängt alles auf dem Bügel drauf und so. Die Frage ist ja aber, wie... Also ich kaufe einen Rubber, ich kam da rein, ziehe es an, ich ziehe es aus, meinetwegen unter der Dusche, weil abduschen ist ja meistens ja mal einfacher. Ja. Habe ich mittlerweile auch für mich erfahren. Ja. Wie ist denn dann, ich sag mal, von der Reinigung bis zur Lagerung, wie machst du denn das? Also was du gemacht hast, auf gar keinen Fall auf jeden Fall. Es dann einfach nur trocknen lassen und hängen lassen, ohne irgendwelche Produkte. Ja. Das Rubber klebt einfach zusammen. Wenn du jetzt ganz viel Pech gehabt hättest, wäre es an einer Stelle zusammengeklebt und wenn du dann vorsichtig dran reißt, hast du ein Loch drin. Also von daher, nehmt euch die Zeit, lasst das nicht einfach irgendwo vergammeln und hängen. Vor allen Dingen, auf gar keinen Fall zieht es einfach nur ungewaschen aus und legt es in eine Ecke, weil das Rubber kriegt dann sogenannten Rubberkrebs, wenn da irgendwie noch Sperma oder Urin oder weiß der Geier, was für ein Dreck von Partys drauf ist. Wenn ihr es damit einfach in eine Ecke schmeißt und liegen lässt, hat das Ding irgendwann weiße Flecken und die gehen nie mehr weg. Da hält auch kein Öl mehr drauf, das geht kaputt und vor allen Dingen springt das auch auf anderes Rubber über, wenn es zusammenlagert in einer Kiste zum Beispiel. Ach krass, okay. Genau, also bitte nehmt euch die Zeit und wascht das Zeug immer, wenn ihr es anhattet. Ja. Auch wenn es einen Tag später ist, mein Gott, aber halt zeitnah. Ja. So, und dann, waschen ist erstmal gut. Am besten einfach nur mit Spülmittel. Also ich habe von ganz klassisch Spriel, das normale Spülmittel, ohne Geschmack, ohne alles, das blaue. Da braucht man auch kein schweineteures Waschprodukt von den Herstellern, sondern einfach nur Priel, Spülmittel und fertig. Du willst da einfach nur das Fett und den Dreck abbekommen. Ja. Und was hilft da besser als Spülmittel? Ja. Und danach einmal mit Wasser durchspülen, damit das Spülmittel wieder weg ist. Und dann
ist halt tatsächlich der Punkt und die Diskussion, lagert man es auf Öl oder auf Puder? Ich habe mich irgendwann für die Ölseite entschieden, weil man das auch einfach wieder gleich schneller anziehen kann, wenn es schon geölt ist. Ja, klar. Es gibt aber auch genügende, die drauf schwören, es auf Puder zu lagern. Ja. Ist alles in Ordnung? Soll jeder machen. Ich lagere es auf Öl, das heißt, ich wasche es direkt nach dem Entölen, sage ich mal, mit Pril zum Beispiel, by the way, übrigens ohne irgendwelche Geschmackszusätze, also wirklich nur plain Pril, einfach ein ganz klassisches Spülmittel, ohne Zusätze und sonst was. Und danach Wasserbad und direkt wieder nochmal ein Bad mit einem Waschenschein, mit einem Öl quasi. Ja. Und dann hänge ich es irgendwie 2 Tage zum Trocknen auf, dass es wirklich ganz trocken ist, weil sonst, wenn du es zu schnell wieder in den Schrank hängst oder zusammenfaltest und irgendwo hinlegst, kann es halt dann gammelst, ja. Genau. Und bitte niemals so lagern wie du. Ja, ist okay. Also heute Abend oder morgen. Ja, da wird gewaschen. Wird gewaschen, natürlich. Genau, ich glaube, das sind so die wichtigsten Themen zum Waschen. Da vielleicht nochmal zum Thema Öl. Es gibt so viele Latexölprodukte auf dem Markt, die mögen auch alle ihre Daseinsberechtigung haben. Ich habe übrigens noch einen Laden vorhin vergessen, für den ich auch noch Werbung machen möchte. Also nicht Werbung, aber den ich sehr toll finde. Und zwar Rubber Diction in Berlin. Um Gottes Willen. Die habe ich auch schon gehört. Gear Store im Keller. Da war ich sogar auch schon mal drin. Die haben auch ganz viel Rubber, was man anprobieren kann und auch mitnehmen kann. Und weswegen ich gerade drauf komme, die haben ein unfassbar großartiges Latexöl. Das Rubber Diction Öl zum Waschen. Es ist zwar teuer, aber ich benutze das seit so langer Zeit mittlerweile und es hat so einen geilen Glanz, selbst wenn man das gelagert hat damit und aus dem Schrank wieder rauszieht, ist es noch shiny, das Zeug ohne Ende. Okay, krass. Und man kommt leicht wieder reingeslidet. Also ich habe so viele Öle mittlerweile durchprobiert. Wenn man das Geld ausgeben möchte, kann ich wirklich nur das von Rubber Diction empfehlen. Ja. Womit wir beim Thema sind, auch das dann geölt zu lagern. Also du hängst es ja in so Tüten auf, das ist super. Ja. Ich tatsächlich, weil ich den Platz nicht habe, ich falte es ganz vorsichtig zusammen an 2, 3 Stellen und lagere es dann in einem Schrank dunkel, aber nicht in Tüten tatsächlich bei mir, weil dann wird es zu eng, wenn es aufeinander liegt und klar, Luft. Sagen, dann es muss ein bisschen Luft haben, aber es muss halt dunkel gelagert sein. Ich falte es ganz vorsichtig zusammen, liegen vielleicht mal 2, 3 Suits übereinander in so kleinen Stoff, in so Stoffboxen, die aus so Plastikstoff, sage ich mal, von Ikea Scoop, falls das jemand kennt. In denen lagere ich das. Morgen alle gehen zu Ikea und holen kaufen diese Boxen. Naja, der Punkt ist die sind halt nicht aus Stoff. Das heißt, die machen keine Fusseln. Ja. Und die ziehen das Öl nicht aus dem Rubber weg, dass es wieder matt ist. Ach so. Das ist halt so ein Plastikmaterial irgendwie, das halt nicht abfärbt, das aber auch kein Öl aufnimmt. Ja. So, das heißt, ich lege das zusammen, lege das da rein und schiebe es in den Schrank rein. So, das heißt, es liegt dunkel. Praktisch, ja. Es liegt, das Öl bleibt drauf, es liegt dunkel und es liegt aber luftig. Ja. Und dadurch habe ich teilweise das Suit schon mittlerweile seit 5 Jahren ohne Probleme und ja. Mega. Ja gut, gute Pflege, das ist ja tatsächlich bei vielen Sachen so. Bei dem Preis sollte man das auch wirklich machen. Genau. Ja, das bietet sich definitiv an. Also das Gute ist, ich habe bei uns genug Platz. Wir haben im Keller einen riesengroßen Raum und da lagert so alles Mögliche drin und da hängt auch dann an der einen Seite. Ja, ist auch super, wenn ihr den Platz habt, dann ist das natürlich auch völlig legitim, den habe ich halt nicht. Ja. Also ich kenne viele, die es wirklich in so Tüten lichtgeschützt lagern, im Hängen auch, völlig in Ordnung. Ich lege es halt einfach gefaltet zusammen, vorsichtig in den Aber halt vorsichtig, genau, und halt nicht jetzt irgendwie 10 Sachen übereinander, weil das unterste ist dann halt wie eine Briefmarke irgendwann. Genau, es kann auch sein, dass der Glanz dann irgendwann weg ist, wenn es gelagert wird, um Gottes Willen, aber dann hat man halt irgendwie, wenn man unterwegs ist, irgendwie ein Shiny-Produkt dabei und macht halt mal wieder ein bisschen Glanz drauf. Gerade wenn man irgendwie Klamotten drüber hatte am Weg zum Event, dann ist es matt. Ja. Apropos, genau, Glanz und Shiny, wie machst du dich shiny? Also ja, du hast vom Öl schon gesprochen. Ist das deine einzige Geheimwaffe oder hast du noch irgendwas, ich sag mal, in der Handtasche für Notfälle dabei? Also tatsächlich, das Öl, was ich benutze, das ist so intensiv, dass das meistens hält. Ich versuche halt immer, wenn ich losgehe und es drunter habe, dass ich halt keine Baumwollklamotten anziehe, weil die sind halt der Endgegner. Ja. Dann hast du Fusseln und auch kein Öl mehr, sondern irgendwie, ich habe zum Beispiel so einen Nylonanzug, so, den ziehe ich drüber, der nimmt kein Öl an. Ja. Das heißt, ich bin danach genauso shiny wie vorher. Praktisch. Also das heißt, ich habe auch meistens gar kein Öl mehr zum Shinen danach dabei. Es gibt aber ganz oft irgendwie bei den Herstellern irgendwie so on-the-go-shiny-Zeugs, wo du wirklich sprühen kannst, so wie ich jetzt bei dir gerade am Ärmel gemacht habe. Da habe ich jetzt aber keine Präferenz, weil ich einfach meistens mich dementsprechend kleide oder erst vor Ort anziehe, dass halt die Ölung vom Lagern zu Hause noch ausreichend ist, dass es schön aussieht. Okay, guck mal, spart ja auch schon wieder. Ne? Spart ja auch schon wieder Aufwand am Ende des Tages. Genau. Du hast es jetzt mehrmals auch schon angesprochen, Thema
defektes Rubber. Also beim Anziehen ist irgendwas gerissen und die Stimmung ist schlagartig im Keller. Wie verhält man sich da in dem Moment? Ausziehen. Also, ja, gut, okay, aber jetzt angenommen, irgendeine Naht platzt jetzt hier, weil keine Ahnung, ich habe schon wieder zu viel Kuchen gegessen und ich kam nicht rein. Was mache ich denn dann? Also wohin kann ich mich jetzt eigentlich wenden? Mir ist es noch nie passiert, so, aber das kann ja passieren. Es wird passieren. Ich greife jetzt mal zu meiner Glaskugel, es wird passieren. Ja. Also Tipp 1, zieh es bitte sofort aus, denn das Loch wird nur größer. Trag ihn, also wenn du siehst an dem Abend, trag ihn nicht weiter, weil du machst nur noch mehr kaputt. Es kann passieren, dass es dann ein richtig großer Riss wird. Okay. Ansonsten am besten tatsächlich dann ausziehen, waschen, entölen, weil Rubberkleber hält nicht auf Rubberöl. Ja. Das heißt, du musst es waschen, am besten wieder mit Pril oder was auch immer, entölen und dann auf Puder lagern. Kleiner Tipp, es gibt einfach Babypuder in der Drogerie deines Vertrauens, nur darauf achten, dass es kein parfümiertes Puder ist. Ich habe irgend so ein Babypuder von Butni zu Hause stehen für 1 Euro, ohne Parfüme, ohne Öle und damit kann ich auch mal was für die Reparatur einpudern. Am besten einfach wenn es trocken ist, auf links in eine Mülltüte, 3 Tonnen Puder rein und die Tüte oben zukneten und einmal so durchschütteln. Dann ist das komplett eingepudert. Profi, okay. Ja, habe ich auch erst gelernt von einem Bekannten, da wäre ich auch niemals drauf gekommen. Ja. Und damit kann man es halt reparieren tatsächlich. Und es gibt zum Beispiel, wie ich vorhin schon sagte, Wast in Dortmund, die reparieren, glaube ich. Ich habe auf Instagram neulich noch jemand gefunden, der was repariert. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig. Wenn da jemand Interesse hat, schreibt mich an. Ich habe das irgendwie einem Kumpel geschickt. Das kann ich weiterschicken. Blackstyle repariert natürlich sein eigenes Zeug. Wenn da was ist, im Zweifel auch auf Garantie natürlich. Ansonsten kann man sich da auch mal selber rantrauen. Ich habe jetzt vor einer Woche das erste Mal in meinem Leben selber Rubber geklebt, tatsächlich. Echt? Ja. Und es funktioniert? Ja, es sah aus wie eine 1. Ich habe bei Blackstyle halt das letzte Mal zugeguckt und es sah Bombe aus. Okay, also wenn euer Rubber kaputt ist, nein, euch an Markus. Auf gar keinen Fall zu mir schicken. Ja? So viel traue ich mir dann auch nicht zu. Aber das können doch Nebengewerbe werden für dich. Auf gar keinen Fall. Das wäre doch lustig. Ja, nein. Okay. Gut, haben wir es auch geklärt. Die Geschäftsidee ist also das kann jeder gestorben. von euch selber im Zweifel versuchen. Bei Blackstyle zum Beispiel in Berlin gibt es immer so Rubberstoffreste vor Ort, die man einfach kostenfrei mitnehmen kann. Und bei Blackstyle kann man auch Rubberkleber kaufen. Ja. Heißt, man kann einfach theoretisch mal selber probieren. Man schneidet sich ein Stückchen aus, schneidet in ein anderes Stückchen Rest ein Loch rein und klebt das halt mal drüber. Und lässt sich vielleicht da einmal kurz beraten, wie das funktioniert. Bei ganz kleinen Löchern kann man das sicherlich selber machen. Ich würde aber vorsichtig sein, weil der Kleber, den kriegst du vom Material nicht mehr weg. Okay. Wenn du dich verklebst oder es schlecht machst, dann ist das halt endgültig. Und dann sieht das scheiße aus. Ja, vielleicht gibt es dazu ja auch bei YouTube ein Tutorial. Vielleicht machen wir auch mal... Nein, Spaß. Auf gar keinen Fall, nein. Aber da ich sehe dich schon, auf so YouTube so schön machst du, also hallo liebe Jacqueline macht ein Rubberkleber-Tutorial. So, heute zeige ich euch, wie das mit dem Rubberkleber funktioniert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, voll toll. Lasst mir ein Like da, macht die Glocke weg. Ne? An dieser Stelle übrigens auch, macht die Glocke weg, kann man ja auch mal sagen. Wir sind ja auf allen möglichen Plattformen, ich möchte sagen, weltweit. Einfach weil das Internet weltweit ist, sind wir weltweit unterwegs. Man sucht Schwarz und Eng und man findet auch uns. Und das ist toll. Und ihr könnt uns zum Beispiel ja auch hören bei Spotify, vielleicht machen das gerade einige von euch jetzt in diesem Moment, ihr könnt uns hören bei YouTube, bei beiden Plattformen, also Spotify und YouTube sogar mit Video dazu, also könnt ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen und ihr könnt uns auch konsumieren, zum Beispiel bei RTL Plus. Ganz total verrückt. Groß, ne? Mein RTL. Also auch da sind wir vertreten, RTL Plus, Grüße gehen raus an alle Hörer auf RTL Plus. Wir haben in die Zahl 3 geguckt, bei RTL Plus, das können noch vielleicht 1, 2 mehr werden, aber auch da sind wir vertreten. Also ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und das ist tatsächlich nicht gelogen. An dieser Stelle lasst uns gern ein Follow dort, dann werdet ihr auch immer alarmiert, wenn so neue Folgen und so kommen. Zum Beispiel ein Rubber-Tutorial. Wenn Markus ein Rubber-Tutorial macht, werden wir nicht machen. Werdet ihr es damit bekommen. Aber nein, also bei YouTube gibt es mit Sicherheit Rubber-Klebe-Tutorials. Ich habe es mir bei Blackstyle angeguckt, als sie letztes Mal den Anzug von meinem Freund geklebt haben und auch schon in Hamburg ist ein oder andere Mal bei einem anderen Laden, die das leider mittlerweile nicht mehr machen, wo ich mein Zeug immer gerne hingebracht habe. Aber ich habe einfach aufgepasst und wenn das vielleicht ein Anzug ist, der schon mal ein paar Mal kaputt war oder nicht so teuer war, vielleicht kann man es auch selber lösen, weil es ist auch wirklich
teuer tatsächlich, Rubber kleben zu lassen. Also die nehmen da schon Geld. Ja, und dann lieber selber ausprobieren. Wie du schon sagst, wenn er schon 3-mal geklebt wurde, dann kann man es auch selber ausprobieren. Genau. So. Und wie gesagt, vorher kann man ja mit Stoffresten selber einfach mal testen. Ja. So. Apropos Geld. Wir haben ganz vergessen, über den Invest zu sprechen, wenn man einen Rubberanzug kaufen möchte. Richtig. Hast du ganz einfach ignoriert. Steht das da drauf? Das steht da drauf und wir haben es einfach Es steht ignoriert. Da wirklich drauf. Ja, Geld ist ja, da spricht man auch nicht drüber. Ja, also ich war ja am Anfang auch ein bisschen, das ist ja das Problem an diesen Horny-Käufen. Du sitzt da und denkst so, boah, mega geil, fuck. Und dann kommt er zur Kasse gehen, dann steht da irgendwie, keine Ahnung, 400 €. Und dann stehst du da, boah, fuck. Und dann setzt die Vernunft wieder ein. Und dann macht's Babing. Und genau, man setzt sich meistens drüber hinweg, das ist das Problem. Ich kenn das. Aber tatsächlich, genau, es sind ja Preise von bis. Also ich sag mal, sei es jetzt was Günstiges, in Anführungsstrichen aus China importiert, keine Ahnung. Oder sei es jetzt, ich sag mal, das teurere deutsche Produkt, jetzt war Blackstyle oder auch die Marke, genau, wo man sagt, das wird quasi lokal produziert in Berlin oder sonst wo. Da sind natürlich Welten dazwischen. Was zahlst du im Schnitt bei einem Einkauf? Unterschiedlich, also ich versuche mich immer auf einen Teil zu reduzieren, wenn ich da irgendwo mit was aus dem Laden rausgehe. Also du bist halt schon bei deutsch produzierten Anzügen oder in Deutschland produzierten Anzügen bei deutschen Läden, bist du halt schon, je nach Zipper-Konfiguration, vielleicht noch Farbklecks, was auch immer, dann wird es ja immer teurer, bist du schon mal bei knapp 400 aufwärts mittlerweile. Ja, krass. Also die Inflation hat auch nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht irgendwie und irgendwelche Zölle, was auch immer, wo halt eben das Gummimaterial herkommt. Also da bist du mittlerweile bei 400 aufwärts. Auch bei Regulation tatsächlich. Ja. Und da kommt ja auch nochmal Zoll on top dann. So dass man mittlerweile bei den China-produzierten Sachen, wo man halt auch mal ein halbes Jahr warten muss oder länger, teilweise bei der Hälfte ist preislich. Mit Zoll vielleicht noch on top, aber das sind halt schon Unterschiede, wo man sich wirklich überlegen muss, was ist es mir am Ende wert. Also ich sag mal, für ein Fullsuit 400 aufwärts bist du dabei. Aber jetzt mal die Gegenfrage. Ist es für dich so, dass du sagst, das gibst du gerne aus und jeder Euro davon lohnt sich? Also Preis-Leistung, stimmt für dich das Preis-Leistungs-Verhältnis? Das kommt ganz drauf an, was man halt auch einfach ausgeben möchte und auch ausgeben kann realistisch. Also es ist ja völlig legitim, wenn ich sage, ich möchte mein erstes Rubber haben, aber ich kann mir gerade diese 400-500 € nicht leisten, dann ist mit Sicherheit auch aus China was völlig legitim oder was gebraucht ist, was ja auch deutlich günstiger ist. Ja. Also ich gebe den Preis gerne aus, weil ich weiß, ich habe einen Laden, wo ich hingehen kann, was ist damit, die Qualität ist gut, ich weiß, dass es in Deutschland produziert wurde, aber das kann sich ja auch einfach nicht immer jeder leisten oder möchte sich auch einfach nicht jeder leisten, weil es halt vielleicht bei manchen nur ein Hobby ist. Ja. Von daher, ich finde, beide Seiten sind legitim und man muss halt einfach gucken, was einem am Ende wichtig ist. Vielleicht hilft die Folge jetzt ja auch vielen, das ein bisschen besser einzuordnen. Total. Das war ja am Ende der Gedanke auch dahinter. Ja. Ich glaube, wir haben einen guten Rundumflug gemacht, fast schon über alle. Ich wollte sagen, wir haben alles, ich sag mal, ein bisschen tiefer und auch nicht tiefer angerissen. Natürlich auch da der Aufruf, es soll nicht die einzige Rubber FAQ-Folge sein. Da gibt es ja viel drüber zu sprechen. Deswegen, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schickt sie uns wirklich immer sehr, sehr gerne her. Das Ganze auf Instagram schwarzundeng.podcast oder per Mail. moin@schwarzundeng.de. Ist fast schon gebetsmühlenartig hier. Ja. Aber es schadet nicht und vor allem, es hat wirklich gezeigt, die letzten Wochen, es kam einfach wirklich immer und immer wieder so viel von euch und deswegen vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Auf jeden Fall. Es ist wirklich so ehrliches Feedback und so ganz viele Fragen, die von euch kommen. Und ihr braucht euch auf gar keinen Fall irgendwie blöd vorkommen oder schämen, weil auch wir haben diese Fragen immer mal gehabt. Ich habe sie wahrscheinlich heute noch mehr als Markus. Das ist wirklich, stellt diese Fragen. Also, weil nur so kommen wir alle irgendwie weiter voran und so kann die Community ein bisschen weiter quasi von innen heraus sich gestärkt. So, die Fragen hatte ich wirklich auch. Also ich habe ja auch mal angefangen mit Rubber und ich habe ganz viel gekauft, um festzustellen, dass es dumm war, dass es nicht passte, blablabla. So, das will man ja eigentlich verhindern. Das ist ja wirklich Geld verbrennen am Ende. Ja, genau. So, und das wollen wir jedem ersparen irgendwie am Ende des Tages. Das wird natürlich immer mal passieren am Anfang. Das passiert mir heute zum Glück nicht mehr. Ja. Aber es ist mir auch passiert. So ist ganz natürlich, wenn man da gerade frisch anfängt. Also aus Fehlern lernen und gemeinsam lernen. Ne? Und am Ende kostet es halt leider echt viel Geld, dieses ganze Zeug. So. Aber ich glaube, wir haben damit schon mal einen guten Stein geworfen. Wenn noch Fragen sind,
schickt die uns gerne. Wir fassen die alle zusammen. Es wird mindestens nochmal eine Rubber-Folge geben, würde ich mal sagen, weil wir auch noch Fragen haben, die heute thematisch aber nicht so gut passten. Auf jeden Fall. Die werden wir dann in einer zweiten Rubber-Folge irgendwann nochmal gerne beantworten. Ne? Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, jede Folge von uns in Rubber oder in irgendeinem diese Folge in Rubber. Gucken. Ja, diese Folge muss man auch wirklich sagen, eigentlich dürft ihr sie nur in Rubber geguckt haben. Und solltet ihr jetzt noch kein Rubber anhaben, es hängt aber neben euch, dann zieht es euch jetzt an, macht ein Foto damit, postet es auf Instagram, markiert uns und wir reposten natürlich sehr, sehr gerne, weil irgendwie auch das ist jetzt ja, ich möchte nicht sagen, schon Tradition geworden. Wir sind ja immer noch relativ frisch dabei, aber irgendwie fühlt es sich schon so an, dass viele von euch tatsächlich, genauso wie wir diese Folge in Fetisch in Rubber produzieren, ihr konsumiert, ihr hört diese Folge, ihr schaut die Folge in Rubber, in MX hatten wir auch schon dabei. Stimmt, ja. Leder, Sportswear natürlich weit vorn dabei. Macht damit unbedingt weiter. Das ist einfach geil. Also gar nicht sexuell geil. Es ist einfach wirklich toll, wie das funktioniert. Es ist mega. Ich finde es auch toll. Ja. Vor allem, weil man es ja einfach zu Hause ganz oft hängen hat und nicht so oft anzieht. Ja. Und dann, wenn wir ein Anlass sein dürfen, wäre das perfekt. Dass wir das mal, ich überlege auch tatsächlich, ich könnte diese Folge, wenn ich sie schneide, also ich schnibbel bei uns die Folge mal. Rubber? Ich überlege das gerade. Ja, wieso nicht? Wäre doch verrückt, oder? Wenn du es danach wieder wäscht. Ja, mach ich. Ja, vielleicht setze ich mich ja direkt jetzt gleich noch an den Computer, brauche es gar nicht ausziehen, weißt Gucken du? wir mal. Ja, ich habe das auch gerade ausgesprochen. Das will ich sehen, den See unter dir, den selbst ich mittlerweile habe. Ich stehe lieber nicht auf heute. Nee, aber dann, das ist doch perfekt. Dann zieht jeder bitte Rubber an. Und dann machen wir alle so. Glücklich. Haben wir jetzt beschlossen, gemeinsam mit euch. Das war ja fast schon das Wort zum Sonntag. Ja, ich würde sagen, wir haben tatsächlich, ich gucke auf die Uhr und wir haben schon wieder sehr viel, die Zeit ist vorangeschritten. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal einen Cut und bewahren uns alles Weitere, was wir haben, einfach mal auf. Freuen uns natürlich auf euer Feedback von draußen aus der Welt und werden definitiv weitermachen. Da steht fest. Wir hören uns. Wie immer. Ihr Lieben, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder. Irgendwann werden wir wieder veröffentlichen. Ihr bekommt natürlich auf Instagram alles mit. Folgt uns gern dort. Folgt uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Auch da sind wir überall vertreten. Und ansonsten viel Spaß. Bis bald. Bis bald. Ciao.